Ja Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Heute geht es darum, die Kaderplanung noch einmal. Fiedler will am besten noch 3 Spiele abgehen, bevor es weitergeht. Und dafür ist ja auch noch Zeit, denn in einigen Zonen ist der Transfermarkt noch offen und da kann man noch einige Spieler holen. Vor allem die Saudis haben da noch ein bisschen länger Zeit. Und 3 Spieler sind Kandidaten, das soll klar sein, denn die 3 spielen auch in der U23 aktuell und sollen kein Plan sein, laut Fiedler. Auch mit denen soll es schon Gespräche gegeben haben, dass sie sich doch bitte um einen neuen Verein kümmern sollen. Darüber reden wir heute. Lasst unbedingt ein Like und ein Abo da. Eure Meinung sehe ich so wie immer gerne in die Kommentare. Starten wir rein. So, damit gucken wir jetzt erst auf die Transfermarktlage. Die 3 Spieler sind auch bekannt. Auch hier, Robert Kamper hat seinen ersten Marktwert, das ist auch neu für mich. Ist wahrscheinlich gerade erst passiert. Freut mich sehr. 75.000 ist die erste wichtige Steigerung, die er bekommt. Emir Kohinja soll definitiv den FCM verlassen, das ist geplant. Am besten noch diesen Sommer, wenn man so sagen möchte. Der Plan dahinter ist ganz einfach, er soll ins Ausland gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Emir Kohinja diesen Schritt gehen wird. Er wird sicherlich beim FCM bleiben, zumindest diese Saison noch, und dann irgendwie zu irgendeinem Regionalliga-Team gehen. Denn gebraucht wird er nicht bei der Erstmannschaft, in der Zweitmannschaft auch mittlerweile nicht mehr, und dementsprechend kann man sich wahrscheinlich keine Zukunft mehr mit ihm vorstellen und will ihn dann so auf gut Deutsch loswerden. Alexa Marusic, für ihn gilt das Gleiche. Er überzeugt bei der U23 regelmäßig, muss man sagen. Beziehungsweise hat auf jeden Fall im Spiel gegen BFC gezeigt, dass er Fußball spielen kann. Und jetzt möchte man ihn dann endgültig auch loswerden. Hat natürlich auch 3 neue Stürmer geholt und möchte mit denen dann lieber planen als mit ihm. Bei ihm ist es noch realistischer, denn er kommt auch eher aus dem Ausland als ein Emir Kohinja, der grundsätzlich Deutscher durch und durch ist. Also ist hier ein Abgang sogar nicht unwahrscheinlich. Nick Meyer spielt aktuell auch bei der U23, aber das ist geplant und abgemacht. Mit 19 Jahren soll er noch aufgebaut werden und Robert Leipert soll den Verein auch verlassen. Hier muss ich aber auch sagen, ich glaube, Robert Leipert spielt sein ganzes Leben schon in Deutschland, wenn ich da nicht falsch bin. Ja, sein ganzes Leben spielt er in Deutschland. Er wird sicherlich nicht noch einmal Deutschland verlassen mit 32 Jahren, kann ich mir nicht vorstellen, außer es geht wirklich zu den Saudis, aber Robert Leipert ist eigentlich so ein typischer Spieler, der in den deutschen Ligen bleibt. Deswegen kann ich mir hier höchstens einen Abgang wirklich vorstellen, und das ist Alexa Marusic. Sheriff Tiraspol wollte ihn ja bereits verpflichten. Mal schauen, ob daraus noch irgendwas wird. Persönlich kann ich es mir nicht mehr vorstellen. Dass er noch irgendwo hinwechseln könnte, das ist durchaus nicht unrealistisch. Wie gesagt, Sheriff Tiraspol wollte ihn gerne haben. Auch hier kann man nochmal gerne reingucken. Die haben sehr, sehr viele Spieler abgegeben, sehr, sehr viele neu geholt. Hier die Saison 24/25 hat er da gespielt, war auch, glaube ich, mit einer der marktwertstärksten Spieler. Und nun hat man aber auch einen Mittelstürmer einen neuen geholt. Nicht nur einen, sondern 3 an der Zahl. Und scheint jetzt auch damit den Erlös von Alexa Marusic kompensiert zu haben. Deswegen hier auch ist nicht mehr so realistisch, dass er wirklich noch geht. Wir müssen schauen, was da passiert. Wie gesagt, die 3 Spieler könnten auf jeden Fall noch den Verein verlassen. Und dann sieht man auch langsam in der U23, hier müsste allgemein sich relativ viel getan haben, was Marktwert angeht. Zajic hat auch seinen ersten Marktwert bekommen. Leon Merkner auch auf 50.000 gestiegen. Haben wir sonst noch eine große Änderung? Ich glaube nicht. Eher nur kleine Schritte. So ist es auch. Keiner ist runtergegangen. Auch das ist wichtig für den FCM, denke ich mal. Aber damit hat man jetzt auch sein eigenes Standing mit 2,3 Millionen. Das ist schon ordentlich. Und ich glaube, damit kann man auch gut in der Regionalliga mithalten. Er ist damit sogar ganz weit oben dabei. Natürlich ist Seattle noch vor einem. Aber vor allem durch diese Spieler wie auch ein Marusic, der müsste ja auch jetzt bereits dazu zählen, genau. Und auch ein Robert Leipert, der hier dazu zählt. Die pushen natürlich den Marktwert. Ohne die wäre es auch nochmal 800.000 weniger. Wäre nochmal eindeutiger. Aber ja, so sieht es aktuell aus. Und ich denke mal, da wird sich auch in der U23 noch viel tun, was Marktwerte angeht. Ich denke mal, die Saison werden wir schon locker auf 3 Millionen kommen. Vor allem, wenn wir vielleicht noch ein Zajic Chance bei der ersten bekommen, wenn Magnus Bars Chancen bei der ersten bekommen. Ja, das sieht ja alles relativ gut aus. Wie gesagt, eure Meinung sehe ich gerne in den Kommentaren. Lasst ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen. Und damit bis zum nächsten Mal.